Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, und schönen guten Morgen heute bei unserem Mercedes 300 SE Cabriolet-Film. Der Wagen ist von 1965, war damals der tollste Mercedes, den man gebaut hat, Mitte der 60er Jahre, mit der 3-Liter-Maschine. Der hatte 170 PS, kostete 35.000 Mark und hatte alles, was Daimler-Benz damals bieten konnte. Und ist sogar 200 Stundenkilometer schnell gefahren. Wir werden jetzt mal bei dem schönen Wetter eine richtig schöne Reise mit dem 300 SE machen und euch zeigen, was das Auto kann. Ist übrigens in Deutschland erst ausgeliefert, kam aus Donaueschingen, aus fürstlichem Besitz. Man kann alles komplett verfolgen bei dem Auto und er befindet sich in einem richtig schönen, guten Originalzustand. Also, dann starten wir mal. Ja, also, heute sind wir in einem hochherrschaftlichen Mercedes 300 SE Cabriolet unterwegs bei allerschönstem Wetter. Wir haben gesagt, fahren wir lieber um 8:30, bevor das zu heiß wird, alles nachher. Also das ist ein 300er, das ist damals das teuerste, was man sich kaufen konnte. Der Wagen kostete ohne Extras 35.000 Mark. Und man kann, wenn man sich dieses wunderschöne Armaturenbrett hier anguckt, schon mal sehen, dass der Wagen in einem sehr, sehr gepflegten, guten Zustand ist. Das Leder, was ihr hier seht, ist original. Das Holz ist auch das Originale, der ist aber schon mal neu überzogen worden mit Lack. Das ist aber hervorragend gemacht worden. Das heißt, das ist noch das originale Holz, das hat man einmal ausgebaut, bearbeitet und dann kommt sowas Schönes dabei raus. Die Autos bis 1968, die hatten ja noch eine Holzbrille, das könnt ihr hier vorne sehen. Es war damals also sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr schön gearbeitet. Es war einfach, sage ich mal, ein hochwertiger Wagen. Auto ist gebaut worden erst im 220 SE, da war das mit 120 PS bestückt, der Wagen ab 1961. Es war praktisch so ein Heckflossen-Cabrio, kann man sagen. Und dieser Wagen hier ist der 300er, das war also der ganz große mit dem dicken Chromzierrad, mit dem schönen Lenkrad hier noch in Chrom. Also da hat sich ab 1968 dann vieles geändert. Hier hat man auch noch einen Chromspiegel gehabt da oben. Hier vorne alles aus edelsten Hölzern, wenn ihr euch das hier mal anguckt. Ist also wirklich ganz, ganz toll gearbeitet. Das Schöne bei unserem Auto ist, das ist auch noch in diesem tollen Zustand hier vorhanden. Auch hier vorne, da gibt es immer Wassereintritt bei diesen Autos. Da sind da die Hölzer kaputt. Die sind neuwertig und das finde ich absolut klasse bei dem Wagen. Ist wirklich ein schönes Auto. Man muss aber trotzdem sagen, ich habe ihn mir mal vorhin genau angeguckt, er hat so überall so kleine Details, wo man sagen könnte, da könnte man ein bisschen dran arbeiten. Also das Schöne am Oldtimer ist, es ist ja immer was dran. Und jemand, der sich so ein Auto kauft, hat ja auch Freude dann damit, wenn er ein bisschen was verbessern kann. Aber die Grundsubstanz von dem Wagen, die ist sehr, sehr gut. Hat eine sehr, sehr schöne originale Karosserie. Kommt aus der fürstlichen, ja, wie heißt das, Waldverwaltung, wie heißt das, fürstliche, muss ich gleich mal gucken, Donaueschingen auf jeden Fall. Und hat, soweit wir das erkunden konnten, 3 Eigentümer. Und man sieht an dem originalen Leder, was nirgends gerissen ist, das Auto kann nicht viel gelaufen haben. Fahren tut er auch sehr, sehr schön. Ich meine, das Interessante, er hat eine Schaltung. Die meisten dieser Autos sind mit einer Automatik ausgeliefert worden. Er hier hat eine Schaltung, eine 4-Gang-Schaltung. Das ist sehr selten gewesen und damit fährt sich der Wagen sehr sportlich. Es sind übrigens 708 Fahrzeuge überhaupt gebaut worden vom 300 SE. Er führt so ein bisschen ein Schattendasein hinter dem 3,5 Liter Cabrio, was ich schade finde, weil das Auto ist sehr viel wertiger gebaut als sein Nachfolger 3,5. Er hat diesen ganz teuren 300 SE Motor, das ist ein Aluminiummotor, der übrigens nicht vollgasfest ist, das muss man wissen. Und das ist als Grundlage im Block die Maschine des berühmten Mercedes 300 SL, also des Sportwagens. Das hat man hier einfach genommen und weiter verbaut. Aber so wie er hier jetzt fährt, das sind so meine ersten Eindrücke. Also er läuft wirklich wunderbar. Und das macht eine Riesenfreude, bei so einem tollen Wetter in einem offenen Mercedes Cabrio durch die bayerische Landschaft zu gleiten. Er hat wirklich noch überall eine gute Qualität, auch im Chrom, wo man hier im Detail so guckt, die originalen Sonnenblenden hier oben. Da ist vieles gut im Zustand, aber ich zeige euch gleich mal so ein paar kleine Details, wo man so ein bisschen Verbesserungen vornehmen kann, aber die Grundsubstanz von dem Auto ist gut.
Ihr könnt hier vorne die weiße Lampe sehen, die leuchtet. Das bedeutet, dass die Luftfederung nicht richtig in Ordnung ist. Das ist ein Problem beim 300er. Das müssen wir mal prüfen, woran das liegt. Also oft waren dann die Luftbälge porös und haben Luft verloren. Kann aber auch einen anderen Grund haben. Also er fährt jetzt, wenn man ihn anmacht, fährt er normal, ist aber nur dann in der Luft zu halten, wenn er auf der Hochstellung ist. Dann verliert er keine Luft. Ja, er muss die Kupplung voll durchtreten, sonst nimmt er einem das übel. Ja, also schaut euch das mal an, hier alles herrlich in Chrom gehalten da oben. Das ist ganz, ganz edel gemacht. Also allein dieser Abschlussrahmen, da ist heute Plastik beim Cabrio. Da haben wir hier 3 Materialien. Da ist hier zwischen Leder, da haben wir da oben Chrom, Chromspiegel und da das edle Holz, was sich in dem Auto wirklich in dem absoluten Neuzustand befindet. Also motormäßig läuft er sehr, sehr schön. Es sind auch übrigens aus den ersten Jahren sämtliche Belege und es ist alles vorhanden, was es gibt zu dem Wagen oder was man sammeln konnte. Der Wagen hat eine gute Historie und deutsche Fahrzeuge gibt es ja nicht mehr so viele und wenn die oft restauriert wurden, da ist dann mit dem neuen Leder, was dann heute verbaut wird, der Charme weg. Dieses schöne, alte, feste Rosa-Leder, was er hier noch hat und was sich in einem guten Zustand befindet, ist relativ selten zu bekommen. Das heißt, bekommt es heute gar nicht mehr. Wenn es kaputt ist, dann muss man Neues nehmen. Aber das hier ist nicht kaputt, das ist nicht mal gerissen. Das können wir dann machen. Ja, komm. Ja, da wollen wir mal aussteigen. Ich zeige euch mal das Auto. Neulich einer rumgeschimpft, dass ich mit kurzen Hosen rumlaufe und da wir hier in Oberbayern sind, wir haben es warm heute, entschuldigt bitte, Dactylmurum war ich nicht nach, aber ich habe halt eine bayerische und die hat Dactylmurum in den USA nicht, die haben nur wir hier. Die ist übrigens echt, auch original und ganz alt. Ja, das ist der 300er. Woran erkenne ich ihn? Er hat diese schön durchgezogenen geraden Lampen, eben nicht die Doppellampen wie in den USA. Er hat sich hier nun diese ganz seltenen Nebelscheinwerfer drauf gebaut, auch gleich in doppelt, das hat es so nicht gegeben. Die sind aber sehr wertvoll und ich finde, das sieht eigentlich ganz lustig aus, weil das sind Lampen aus der Zeit. Dann hat er diesen dicken, schweren Chrom ohne Gummieinlage. Schaut euch das mal an, hier diese tollen Stoßstangen, die nicht verbeult oder kaputt sind. Dann hat er hier typisch, das war damals ein Erkennungsmerkmal für einen 300er, den dicken Chrom. Der kostet heute sehr viel Geld, der breite Chrom. Auch hier die Radläufe, das ist der Originale. Es gab nachher aus dem Ersatzteilhandel so einen breiten Chrom, der fürchterlich ist. Das hier ist der originale 300er Chrom und das gehört so auf diesen Wagen. Was ich gut finde bei dem Auto, er hat ein super Spaltmaß hier überall. Schaut euch das mal an. Das heißt, er hat eine gute Karosserie. Da haben entweder wirklich gute Leute dran gearbeitet oder er musste nie auseinandergerissen werden, was ich vermute. Weil auch hier hinten, der Heckdeckel, da haben sie oft Schwierigkeiten. Das sitzt alles perfekt bei dem Auto. Er hat eine wunderschöne Karosserie und zeigt sich, seht mal hier die Persenne hier hinten. Das ist die Originale, die ist nicht gerissen, die ist nicht kaputt. So, was mir aufgefallen ist, hier fehlt der kleine Stöpsel zum Draufmachen. Er hat so kleine Sachen. Es ist auch da unten, da fehlt die Abdeckung, wo der Verstärker zu sehen ist. Ich weiß gar nicht, wo die ist halt nicht da. Dann ist die Gummimanschette vom Getriebe, von der Schaltung hier gerissen. Kann man eine neue reinmachen. Das ist alles so Kleinkram an dem Auto. Aber insgesamt sieht man, dass das Auto immer in guten, gepflegten Händen war. Es gibt so einen Punkt beim Auto, wo die Autos drüber wechseln, da könnt ihr vergessen, irgendwas zu machen, ist vorbei, ja. Der ist immer noch, das Schild ist hinten runtergefallen. So, dann machen wir mal fest. So, also er ist, so, geht nicht. Nein, das muss doch halten. Da haben wir ja unsere rote Nummer drunter. Ihr wisst ja, das Schild haben wir immer nur zur Erkennung, wenn wir einen Film machen. Also er hat auch hinten übrigens Doppelauspuffanlage, war Erkennungsmerkmal für einen 300 SE. Da steht auch drauf 300 SE, seht man hier vorne. Hat auch die schönen originalen roten Lampen noch, die waren da damals noch durchgehend rot. Erst ab 1969 gab es ein Gesetz, dass die Blinker hier gelb sein müssen. Ja, schöner Zustand. Wenn man hinten den Kofferraum aufmacht, schaut mal da rein, das ist auch noch schön original. Die alte Gummimatte, es findet sich sogar noch hier das Original Daimler-Benz Ersatzteilbuch. Da liegt was davor, schaut mal, hier, das ist original, das ist kein Nachdruck, ist ziemlich wertvoll sowas. Also hier hat man sich wirklich um den Wagen gekümmert. Ich erkenne das daran,
dass solche Details da dabei sind. Das ist nicht immer der Fall. Auch der Chrom von den Fenstern, Fensterrahmen ist hier sehr, sehr gut im Zustand. Gefällt mir das Leder. Schaut mal hier hinten, dieses schöne, tolle Rose-Leder, was das noch für einen guten Zustand hat. Könnt ihr das sehen hier? Das ist doch wirklich fantastisch. Vorne könnte man, also da sind so ein paar kleine Streifen, das kann man wieder aufarbeiten. Man kann das so machen, das werden wir auch tun bei uns, dass das nicht mehr zu sehen ist. Dann diese herrliche Holzmittelablage, auch neuwertig. Also die Qualität von dem Auto, was die Materialien angeht, die ist wirklich hervorragend. Und der Motor läuft auch gut. Ich mache euch mal vorne die Haube auf, dass ihr mal sehen könnt, wie so ein 3-Liter-Motor aussieht. Schaut mal hier drunter, das ist eine ganz tolle Maschine. Es ist natürlich so, wenn so ein Motor kaputt geht, das geht leider richtig ins Geld. Das ist die 3-Liter Aluminiummaschine. Die hatte erst 160 und später dann 170 PS. Der war in ungefähr 10 Sekunden auf 100. Ganze Auto wiegt 1,8 Tonnen. 3 Liter, wie gesagt, und lief 200 Stundenkilometer Spitze. Empfehle ich aber jetzt nicht unbedingt. Wenn man so einen Wagen 140 fährt, reicht das eigentlich. Hier steht 050, das ist die Farbnummer, der Farbcode für Weiß bei Mercedes. Hat also auch die richtige Farbe. Das ist so ein gebrochenes Weiß. Und er hat Matching Numbers. Hier ist sogar das originale Plättchen noch drauf. Also das ist ein sehr gepflegtes Auto. Der muss die letzten, ja, bald 60 Jahre immer in guten Händen gewesen sein. Und das sieht man an allen Details. Hier auch Spaltmaß sehr, sehr gut hier vorne. Also ich sag mal, das ist ein guter Wagen. Das ist ein Auto für jemanden, der sagt, ich will jetzt vielleicht nicht 450.000 für ein 3,5 Liter Cabrio ausgeben. Der tut es genauso und der ist im Detail, in der Qualität interessanter gebaut als die Nachfolger. Also interessanter gebaut als ein 3,5er, der Wagen ist einfach schöner. Er hat auch noch die doppelten Radkappen, also der Chromring außen mit der Einzelkappe innen. Das ist beim 3,5 Cabrio alles nur noch ein Teil gewesen oder beim 2.8 CSE Cabrio. Das ist alles noch ein bisschen aufwendiger. Und ich finde, wenn ihr euch das mal anschaut, hier, der steht wirklich toll in der Landschaft. Und ich finde auch dieses schöne gebrochene Weiß mit schwarzem Originalleder sieht klasse aus bei dem Auto. Ist ein hochherrschaftliches Auto. Soll ich mich nochmal dahinter stellen? Ein Duck du Muro machen? Ja, unser 300 SE Cabrio heute Morgen in schönster Sonne, im schönsten Oberbayern, offenes viersitziges Mercedes Cabrio. Übrigens, im Vergleich zu heute, da können wirklich 4 Leute drin sitzen. Setzt euch heute mal in S-Klasse Cabrio, S500 oder was es da heute gibt, da passt hinten keiner rein. Also entweder sitzen die Leute dann vorne hinter der Scheibe. Also eigentlich sind das heute, obwohl sie sich S-Klasse Cabrios nennen, alles nur 2-Sitzer. Der hier, da passen wirklich 4 Leute rein und hat auch einen schönen großen Kofferraum. Damit kann man wirklich Reisen machen. Und ich sag mal, fahren tut man den 130, 140, vielleicht mehr nicht. Und das hält da wunderbar aus. Da geht überhaupt nichts kaputt. Wie gesagt, Luftfederung müssen wir mal gucken, was da ist. Wenn man ihn normal fährt, das seht ihr, er steht wunderbar da, so wie es sich gehört. Aber das prüfen wir noch. Ja, hier haben wir eine schöne Akte zum Auto. Darf ich euch kurz mal zeigen. Also wir haben Marktbeobachtung, Classic Data Gutachten, das ist alles gemacht. Auto wird immer als Zustand 2 beschrieben. Hier seht ihr Firma Fürstlich-Fürstenbergische Forstdirektion. Donaueschingen hat das dann weiterverkauft für 15.000 Mark damals an den nächsten Besitzer. Und das hier, das ist ganz schrill, ist dann der Kaufvertrag von 1995 auf dem Briefumschlag von der Deutschen Telekom. Kann man auch machen. War wahrscheinlich sparsam, ich weiß es auch nicht. Ist dann weiterverkauft worden für 57.000. Interessant ist, er hat alle Kfz-Briefe dabei, das heißt also auch hier den originalen Pappdeckelbrief, schaut mal hier, das ist doch wirklich schön, nicht? Und der ist in einem hervorragenden Zustand. Donaueschingen, Dezember 65 zugelassen, dann 67 weiter, 67 nochmal, da haben die eine Umschreibung gemacht, dann 67 und da hat das Auto 20 Jahre einer gehabt, von 1972 bis 95 und dann an den jetzigen. Ja, das ist der 300 SE-Brief, hier vorne haben wir was? Sind das Reparaturkarten? Das ja. Ach ja. Flechterei. Also hier steht drin, was alles mit dem Auto gemacht wurde. Also sehr akkurat gemacht, die Kilometer festgehalten, wann das war. Also man schaut euch das mal an. Das ist doch wirklich toll. Und das sieht man eben dem Wagen auch an. Der ist immer gepflegt worden. Auto war immer in guten Händen. Ja. Ja, soweit die Aktenlage. Rechnung haben wir noch viel mehr. Gutachten haben wir auch. Im guten Gutachten steht immer drin, Zustand 2. Brauche ich euch jetzt aber nicht zu zeigen. So, jetzt muss ich das hier aber reintun. Den Telekom-Kaufvertrag. Naja gut. Haben die Herrschaften wahrscheinlich nichts anderes gerade zur Hand gehabt. Sowas gibt es auch. Naja,
Also jedenfalls kann man deshalb keine Rückschlüsse auf den Zustand des Autos. Ich nehme mal an, die hatten nichts anderes zur Hand. Und das waren vielleicht auch Handschlagmenschen. Bin ich übrigens auch. Handschlag zählt bei mir. Was wir sagen, ist Sache. Auch wenn ihr bei uns ein Auto kauft, das reicht mir. Ich habe ja viele alte Kunden, die kennen mich einfach, die wissen das einfach. Ja, gepflegtes Auto, gute Akte dabei. Jetzt fahren wir noch ein bisschen. Ja, übrigens verbraucht unser Wagen ungefähr 12 Liter. Dadurch, dass er geschaltet ist, ist er auch deutlich sparsamer. Also damals die alten Automatikgetriebe, das ging ja praktisch so Anfang der 60er Jahre los. Die haben noch sehr stark geruckt, also die waren nicht so hundertprozentig astrein in den Schaltvorgängen, wie das heute der Fall ist. Deswegen ist ein Schalter aus der Zeit eigentlich immer schöner. Wo das besser wurde, ist beim 3,5 Liter Cabrio. Die konnte man Automatik toll fahren und die gab es auch nur noch an Automatik, nicht mehr an Schaltung. Insoweit ist das hier eine Rarität, dass der geschaltet ist. Also mir macht das Spaß und es ist ja ein relativ sportlicher Motor. Der bringt also für seine 170 PS, fährt er ganz ordentlich mit diesem Cabrio. Kann er ganz gut umgehen mit dem Gewicht 1800 Kilo. Ja, was der Wagen nicht hat, sind Fensterheber. Ist beim Cabrio manchmal ganz schön, aber die hat er einfach nicht. Nackenrollen haben wir, wobei wir haben eine blaue gefunden und eine schwarze, also nur eine Originale. Also entweder bringt man die an oder man ersetzt die durch eine zweite Originale, kommt man aber schwer ran. Ja, sonst fahren tut er gut. Also er hat 4 Scheibenbremsen, man merkt doch, das funktioniert alles ganz wunderbar. Und wenn ihr euch das hier vorne anguckt, da ist ein Hebelchen falsch, das ist aus Plastik, wieso weiß ich nicht. Das sind die Chromhebel, das waren die richtigen und die sind auch nicht abgebrochen. Das Problem ist, diese Heizung, die wurde öfter mal gerne schwergängig und dann sind dann die Hebel abgebrochen. Die gab es aber bei späteren Autos nur noch so. Also ab Baujahr 68 waren das leider nur noch Plastikhebel. Nur der 300er hatte diese tollen Chromhebel. Ne? Fährt auch mit tiefen Drehzahlen an, habt ihr eben gerade gemerkt. Ist ein sehr elastischer Motor. Klingt auch gut, hat einen tollen Sound, der 300 SE. Gab es übrigens auch als Heckflossenlimousine, auch mit Luftfederung. Der ist so gebaut worden 1962 bis 1965. Und dann hat man dieses Triebwerk noch weitergebaut im Mercedes 300 SEL, das war der Nachfolger, die Baureihe 108. Hat aber das dann ersetzt 1968 durch einen 280 SE. Gab da noch einen 250er, auch schöne Autos. Hatten auch ein bisschen Hitzeprobleme. Also wenn man diese Autos nicht Vollgas fährt, sind das herrliche Wagen. Man braucht keinen 3,5 Liter. Und der kostet hier ungefähr die Hälfte wie ein 3,5er. Und das ist, meine ich, also wenn man das ins Verhältnis setzt, ist das hier eigentlich der spannendere Kauf, weil man hat die gleichen Vorzüge wie beim 3,5 Liter Cabrio. Und vom Design finde ich den hohen Kühler schöner. Also es vermittelt mir ein schöneres Gefühl, in dem zu sitzen, als in dem flachen 3,5er. Das sieht einfach herrschaftlicher aus. Ja, wir haben heute einen Tag, soll heute also 40 Grad werden, aber zum Glück nicht bei uns in Bayern. An den Alpen ist es immer höchstens 34 und nachts wird es kalt. Wir haben ja hier eine Höhenlage von 600 Metern, dadurch ist das nicht ganz so schlimm. Aber es macht wirklich Spaß, mit so einem großen Cabrio zu fahren. Man sitzt wirklich im Freien. Er hat eine ganz tolle Panoramascheibe, wo man einen super Blick hat nach vorne. Und diese tolle Front finde ich bei den Wagen einfach herrlich. Also wirklich herrlich. Also wenn es heute noch Autos mit der Form gäbe, mit dem Luxus, mit dieser Anmutung, mit diesem hohen Qualitätsambiente, was der Wagen hier ja wirklich hat, besser als jeder Mercedes, der heutzutage gebaut wird, würde ich so einen Wagen immer vorziehen. Da muss ja Mercedes auch mal überlegen, dann sollen sie halt die neue Technik hier in so einen Wagen bauen. Ist ja gar kein Problem, aber ansonsten alles lassen, wie es ist. Den schönen Chrom, dieses tolle Holz, das tolle Leder. Also das vermittelt mir als Eigentümer ein traumhaft schönes Gefühl. Ich bin stolz, so ein Auto zu fahren. Wenn man sich heute die Autos anguckt, die sind alle so ein bisschen viele aus Plastik und lackiertem Chrom oder was auch immer das sein soll. Aber jedenfalls nicht das, was es vorgibt zu sein.
Das hier halt ist halt noch so ein richtiges Auto aus alter Zeit. Und wenn man den gut wartet, den Wagen, kann man den auch täglich fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen schön Landstraße und ihr könnt genießen, was es einfach für eine Freude macht, hier über so eine Wegstrecke zu fahren. Er liegt übrigens durch die Luftfederung auch sehr gut auf der Straße. Die Luftfederung gleicht ja diese Wankbewegung aus, das war es ja damals gerade. Und er ist auch weich gefedert. Also so Kanaldeckel oder Bodenunebenheiten, das bügelt er wunderbar weg. Ja, ich muss wirklich sagen, es ist ein ganz tolles Auto, was sich herrlich bewegt. Und man hat diesen schönen Platz. Also es ist die Anmutung und das tolle Gefühl, in dem Cabrio zu reisen. In dem Auto reist man richtig und der Weg ist das Ziel. Man kann es halt genießen. Es gibt da eine gute Energie, man freut sich drüber. Also wenn ich immer aus so einer Probefahrt aussteige, bin ich absolut gut beieinander. Und es geht mir gut. Ich habe Glücksgefühle und ich glaube, das ist ja auch für die Gesunderhaltung einer Gesundheit, für das Seelenleben, glaube ich, ganz wichtig. Also mir gibt sowas hier eine absolute Freude, mit so einem tollen Wagen durch die bayerische Landschaft zu fahren. Schaut euch das mal an, wie schön das ist. Das geht nur in so einem Cabriolet, also wirklich. Man hört, die Maschine läuft klasse. Der fährt auch schön geradeaus, das Auto. Liegt gut satt auf der Straße, also kann man auch fahren. Hat übrigens auch eine Servolenkung, das haben die ersten 220er. Oh, die Bremse fällt durch. Bremse fällt durch. Oh, scheiße. Bremse fällt durch. Okay. Bremse fällt komplett durch. Was machen wir jetzt? Ja, dann lassen wir uns abholen. Ne, wir fahren ganz langsam nach Hause. Scheiße. Ja, Fällt komplett durch. Jetzt müssen wir aufs Gefälle achten. Warte mal. Ja, das geht. Was? Ja, geht. Bremse geht wieder. Übrigens der Tacho, das ist interessant, diese gestrichelte Linie zwischen 50 und 60 gab es ja damals auch schon Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 im Ort. Insgesamt 220 Stundenkilometer. Damals hat die Firma VDO die Tachos geliefert und 200 Stundenkilometer schnell war das Auto. Hier unten ist ein Tageskilometerzähler, hier kann man drehen, der geht dann auf 0 und hier oben ist die Gesamtlaufleistung. Also ich denke mal 111.000 Kilometer original muss das Auto runter haben, deswegen insgesamt dieser schöne Zustand hier auch vom Interieur, was also wirklich sehr, sehr gut und sehr selten ist. Auch der Chrom ist hier nirgends kaputt, hat keine Pickel, die Instrumente sind in einem hervorragenden Zustand, auch das Kombi-Instrument. Und dafür, dass das ein deutsches Auto ist, was mittlerweile 60 Jahre alt ist, finde ich, dass der Wagen wirklich vorzüglich gepflegt ist. Ja, war bisher eine wunderschöne Probefahrt bei allerschönstem Wetter. Jetzt sind wir wieder am Simsee. Wie ihr wisst ja, Beuerberg liegt am Simsee. 5 Kilometer weiter haben wir hier den Chiemsee. Wunderschön, Gemeinde Riedering. Also war einfach eine traumhafte Fahrt. Das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wir das teilweise echt genießen können hier. Das macht mir auch Spaß. Im Moment ist es ja so, bei dem Wetter machen wir jeden Tag eine Probefahrt. Heute eine Mercedes 300 SE Cabriolet, Baureihe 112 heißt es ja genau. Danach die normalen hießen 111, das ist ein 112er hier. Wunderschönes Auto, läuft klasse. Und wir haben auch gerade festgestellt, die Luftfederung fährt sich deutlich besser als die normalen Federn. Beim 280er oder beim 3,5 Liter fährt sich schöner, das Auto wankt nicht. Man hat ihn gut in der Hand, die Motorleistung ist toll, er wird auch gar nicht heiß, der Wagen. Also ein Auto, was wirklich vorzüglich läuft, was ich absolut empfehlen kann. Der ist ja auch im mittleren Preissegment, also ist für das, was er bietet an Leistung und an Qualität, ist das Auto, finde ich, sogar wirklich preiswert. Wenn man heute sowas bauen würde oder kaufen wollte, das wäre gar nicht zu bezahlen, das würde deutlich mehr kosten. Hier hat man halt noch ein richtig schönes, klassisches Mercedes Original Cabriolet. Ist ein echtes Auto, wir haben Fahrgestellnummern, alles überprüft. Und wie gesagt, fahren tut er wunderbar, das könnt ihr, glaube ich, sehen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, da ist wieder Beuerberg. Unser nächster Film ist schon in Vorbereitung. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, schönen Sommer. Euer Stefan Luftschütz. Bis demnächst. Ciao.